Ja, so, jetzt bin ich wieder da. Zweiter Teil beginnt. Wir starten da, wo wir aufgehört haben. Der Fuchs, der schüttelt sich. Wunderschön, echt. Okay, dann weiter geht's. Ha! Yeah! Der Fuchs... Oh, eine Schneeeule. Da wechseln wir doch gleich mal zu dem neuen Inhalt, den wir hier freigeschalten haben. Polarfuchs. Schön. Wunderschön. When I was growing up, my grandpa had a pet white fox. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They pull tricks here and there, and foxes are like spoiled little kids in that way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. I know she was happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let it. So that was my memory of my grandpa's pet fox. Okay, schon wieder vorbei, aber wunderschön. Ich kann es nicht oft genug betonen, finde ich einfach geil. Okay. Wände hochklettern. Fuchs. Da muss ich mit Q wechseln. Genau, der Fuchs, der kann's. Der Fuchs, der kann's. Geil. Super geil. Seil hochklettern. W. Jetzt muss ich wieder wechseln. Jawohl. Schön gemacht. So, Füchschen, komm her. Schauen wir mal durch den tiefen Schnee. Oh oh. Jawohl. Yeah, juhu. Oh. Das schauen wir uns auch an hier. Caribou it provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou bands, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest, and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below, and it wouldn't bother you a bit. Tja, das muss man sich mal vorstellen. Aber da, den Leuten, den Ureinwohnern, muss ich ehrlich sagen, da verstehe ich es, wenn die Tiere jagen. Die jagen auch nicht, die überfischen nicht, die machen nichts. Da ist es ganz normal.
Supayat ikayok takakanevluit. Allawlun taam na tariganyak. Sivuneksip kangawa nibeak siakaroluk. Kanudun pekpaganak tilangit tamat ko ikayok tauruat. Oh. Oh Gott, ich bin leider zu früh gesprungen. Nibeak siakaroluk. Kangek singarok. Supaya allawlun taam na tariganyak. Sivuneksip kangawa nibeak siakaroluk. Kanudun pekpaganak tilangit tamat ko ikayok tauruat. Wir schauen uns das immer wieder an, finde ich, das ist einfach gut gemacht. Silla is the weather. It also means the atmosphere. Here's the Nuna, or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Silla. It's a very spiritual, and we have a relationship with Silla. Silla has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there is a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things, it's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. Also ich finde es sehr schön mit diesen zwischenerzählten Geschichten, die einem hier das Leben weiterbringen, nahebringen. Toll. Und ich muss sagen, ich denke genauso. Ist einfach der einzig wahre Weg, mit seiner Natur umzugehen. Von Wand abspringen, Fuchs, A und Space. So, jetzt müssen wir wieder mit dem Fuchs nach vorne gehen hier. Hup. Hup, ab, 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 ab. Yes. Oh Mann, wie kann ich mich immer ducken? Ich habe das noch nicht raus. Puh, warte mal, ich muss mal gucken. Scheint doch nicht so einfach zu sein. Okay, hinlegen, eigentlich kann man sagen. Ist wahrscheinlich das Beste, ja. Das ist gut, ja. Machen wir den Fuchs zuerst hier.
Wieso treibt's mich schon wieder? Ach Mensch. Ich hab mich geduckt. Und trotzdem treibt's den kleinen Fuchs da rein. Okay, Leute, ich bin halt doch nicht so fit im Spielen jetzt hier. Aber das kriegen wir schon noch hin. Ja. Der Wedler. Jetzt. Und komm. Nochmal gleich ducken hier. Gleich nochmal ducken. Oh, der ist aber ganz schön stark, der Wind. Jetzt geht's weiter. Auch nochmal ducken hier. Gleich weiterspringen. Okay. Juhu! Ah ja. Ah ja, okay. Juhu! Okay. Süß ist der. Okay, jetzt muss ich mit der wieder. So. Jawohl. Jawohl. Und... wow. Füchschen, warte. Füchschen, ich komm. Ich komm. So. Jetzt. Und wir haben ja diesen Tab noch. Ja, genau. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuyak. We'd do a day of travel, and then we'd make a apuyak. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continued to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubai. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and his sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8 to 5 kind of time, you know. We're in a total different kind. We're in ecological time. Okay, weiter geht's. Sehr informativ. Das Ganze. Das war hier Reaktion pur. Oh, es schaut brüchig aus. Okay, wechseln wir zwischen dem Fuchs. Da muss ich wahrscheinlich den Wind nutzen. Oder komme ich da hoch? Oh Gott, es tut mir leid. Oh, das war nicht... Oh, das war nicht gewollt.
Ich glaube, das geht anders. Sehr schön. Habe ich es geschafft. Oh je. Oh je. Okay, dann machen wir hier einen Break. Wir sehen uns in der 3. Folge. Mal schauen, was noch alles das kleine Mädchen erwartet. Aber der Fuchs hilft dir ja wirklich gut. Also bis dann.